Hallo, liebe Handwerksfreunde und Freunde der Fliesenverlegung. Heute möchte ich euch zeigen den Unterschied zwischen normaler Fliesenverlegung, also das Aufzahnen mit einer Zahnkelle und dann noch das Vibrieren. Ich zeige das an 2 gleichen Fliesen, 2 gleich großen Fliesen. Ähm, Den Unterschied, ich werde die jetzt auf diese Untergrundplatte verkleben und, dann einmal hochheben, um euch zu demonstrieren, was es bringt, wenn man eine Fliese reinrüttelt oder sie nur reinlegt. Das ist, glaube ich, sehr interessant für alle mal zu sehen, was überhaupt passiert unter der Fliese, wenn man den Fliesenkleber aufgezogen hat und die Fliese reindrückt. So, ich zeige euch mal die Rückseite einer Fliese. Das ist eine Feinsteinzeugfliese. Die hat hier so eine Riffelung. Das vergrößert die Fläche der Rückseite und hilft auch der Verzahnung des Fliesenklebers, weil eine Bodenfliese zieht kein Wasser und somit hat der Fliesenkleber das nicht ganz so einfach, eine mechanische Verbindung herzustellen. Ich benutze hier von Keracol den Biogel. Den Biogel, den gibt's noch gar nicht mal so ganz lange. Das ist ein Gelkleber, das ist eigentlich revolutionär, gibt's auch noch nicht ganz so lange auf dem Markt, also noch keine 20 Jahre. Für 'n Handwerker ist das noch nicht ganz so lange. Und, dieser Kleber hat die Eigenschaft, er dickt nicht ein. Also, man kann das jetzt mir hier so rauflegen und wenn ich ihn jetzt kurz festhalte, bleibt die Kelle stehen. Ich könnte da auch noch 'n Gewicht draufsetzen. Hat den Vorteil, dass der Kleber nicht eindickt. Viele Fliesenleger haben früher immer schön ganz viel Fliesenkleber rein, Fliese satt reinlegen und am nächsten Tag haben sie sich gewundert: „Warum sieht der Boden nicht mehr so aus wie gestern?“ Ja, das kommt davon, dass der Fliesenkleber, wenn er trocknet oder aushärtet, er das Wasser verliert und dadurch auch Masse und dann, sagt der Fachmann, schwindet er. Also, das heißt, er wird weniger. Und dann kann das sein, wenn man unter einer Fliese mehr Kleber hat als unter der anderen, dass die mit dem Mehrkleber auf einmal tiefer sitzt wie die Fliesen in der Umgebung. Ich ziehe hier mit einer 12 mm Zahnkelle auf und nun will ich euch einmal zeigen, was dann passiert. Also den Fliesenkleber, der hat eine schöne Konsistenz, der ist schön geschmeidig. Ihr seht das, ich versuche die Kelle möglichst steil halten. So, und dann haben wir die Zahnung schon mal geschafft. Jetzt lege ich die Bodenfliese rein, leicht hin und her schieben. Das mache ich mit der nächsten Bodenfliese auch. Reinlegen, leicht hin und her schieben. So, wir wissen jetzt noch nicht, was da unter passiert ist, aber ich werde diese Fliese hier jetzt einmal mit einem Fliesenvibrator einvibrieren und dann nehmen wir mal beide Fliesen hoch, um zu gucken, was dort passiert ist. So, das sollte schon reichen. Jetzt nehme ich die Kelle, die Handkelle und werde diese Fliese jetzt aus dem Klebebett rausziehen. Jetzt wird spannend, denn ich zeige euch einmal das Ergebnis.
Hier sieht man, also, hier hatte ich keinen Fliesenkleber, aber der Fliesenkleber, hier kann man noch die Stege erkennen. Die Fliese hat 'ne gute Haftung gehabt und teilweise hat sie sich auch verschoben, die Stege. Ähm, Das ist eine ganz normale Haftung. Bei einer Feinsteinzeugfliese sollte man immer eine Kratzspachtelung raufziehen. Das bedeutet, man zieht dann den Fliesenkleber mit der glatten Seite der Zahnkelle einmal ab. Dann hat man eine vollflächige Kontaktschicht und das drückt man dann in den Fliesenkleber rein. Aber das habt ihr auch schon in meinen anderen Videos gesehen, wie so was passiert. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt die Fliese mit der Rütteltechnik. Und jetzt mal gucken. Man sieht schon, ich kriege die Fliese gar nicht hoch. Er hat sich so festgesogen. So, das ist jetzt die Fliese, die wir haben, die wir reinvibriert haben. Und man sieht, man kann keine Stege mehr erkennen. Diese Fliese hat eine absolut optimale Haftung. Besser geht's nicht. Zum Vergleich halte ich mal beide nebeneinander. So, zu meiner Rechten sieht man die Stege, zu meiner Linken sieht man die einvibrierte Fliese mit einer absoluten Haftung. Also, ich habe sie kaum rausgekriegt. Da kann man mal den Unterschied sehen, was es bewirkt, wenn man eine Fliese in Schwingung versetzt und der Fliesenkleber da unter sich auch in Schwingung versetzt. Man hat dann absolut gute Haftung. Das ist eine wahnsinnige Verbesserung. Kann ich jedem nur empfehlen. So, Freunde, jetzt habe ich euch einmal demonstriert, welche Verbesserung man mit einfachen Hilfsmitteln erwirken kann. Dieser Fliesenvibrator hier, das ist jetzt von Montolith. Das ist noch 'ne alte Version, die gibt's mittlerweile in neueren Versionen. Absolute tolles Gerät, vibriert wunderbar. Man kann sehen, das Ergebnis ist wesentlich besser, als wenn man sie nur reinlegt. Auch diese Fliese würde halten, aber die rechte hält wesentlich besser. Und darum geht's ja, eine optimale Haftung herzustellen. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr ein Abo mit Glocke hinterlasst. Und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Das würde mich noch viel mehr freuen. Bis dahin, viele Grüße an euch. Euer Frank von Fliesenmarktbad. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, tschüss.